Perspektive Ausland. Der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London. Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Mein Name ist Magnus Sauerborn, außerdem mit dabei Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei St. Matthew in London. Heute sind wir in einer Viererrunde zusammengekommen, um über das Thema Wegzugssteuer zu reden. Zu Gast sind Dr. Frank Schuck und Michael Tomaso der Steuerkanzlei Nöhr, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die sich uns zu Beginn kurz vorstellen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, Michael Tomaso mein Name. Ich bin seit jetzt 12 Jahren als Rechtsanwalt und Steuerberater tätig. Zuerst in Hamburg, dann in New York auch ein Jahr und jetzt seit knapp 5 Jahren in Berlin. Und betreue bei Nöhr unter anderem eben auch den Bereich Private Clients, so heißt unsere Praxisgruppe. Und da geht es eben insbesondere um Nachfolgegestaltung, aber eben auch die Verwaltung von Vermögen durch Privatpersonen, Privatunternehmer. Und das ist eins meiner Standbeine. Und in der Tätigkeit bin ich jetzt auch schon eigentlich meine komplette Berufstätigkeit immer unterwegs gewesen. Ja, also das Wegzugsthema ist ja auch ein großer Teil dieses Bereichs, ja, neben zum Beispiel Gestaltung eben von Erbfolgen, Unternehmensübertragung, Schenkungen auf Nachfolgegenerationen. Genau, perfekt. Vielen Dank für die Vorstellung. Frank, ich würde dir gerne das Wort übergeben. Vielleicht kannst du dich noch einmal kurz vorstellen und deinen Tätigkeitsschwerpunkt sagen. Magnus, vielen Dank für die Begrüßung. Ja, Frank Schuck, mein Name. Ich arbeite seit 2008 bei der Kanzlei Nöhr, bin Rechtsanwalt und tätig in der Gruppe Familienunternehmen und Private Clients. Und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit Nachfolgethemen. Steuerrecht spielt natürlich immer eine Rolle, aber auch ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt, das ist meiner, ist das Stiftungsrecht. Ja? Wunderbar, vielen Dank für die Vorstellung. Wir sind auf euch aufmerksam geworden, als wir für eine sehr wichtige, für uns relevante Folge recherchiert haben, nämlich das Thema der Wegzugssteuer. Wir werden gleich noch genauer erklären, was die Wegzugssteuer überhaupt ist, aber es ist auf jeden Fall ein sehr brisantes Thema. Ich habe nochmal heute Morgen eine News-Recherche gemacht und gesehen, der Fokus hat unter anderem das Thema nochmal jetzt gebracht und gesagt, eben Auswandern gilt ab 2022 eine neue Steuermauer, so genannt. Im Handelsblatt hattet ihr, glaube ich, einen Beitrag und seid eben auch sehr bekannt dafür, dass ihr dort die Experten seid und insbesondere jetzt auf die anstehende Verschärfung der Wegzugsbesteuerung nochmal eingegangen wird. Und jetzt handelt unser Podcast ja oft von Unternehmen, die sich dazu entschieden haben oder Unternehmern, die sich dazu entschieden haben, ins Ausland zu gehen. Und dort ist die Frage der Wegzugsbesteuerung natürlich höchst relevant. Wikipedia definiert die Wegzugssteuer als eine Besteuerung von Vermögen aufgrund von Verlagerung des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts ins Ausland. Ziel der Wegzugsbesteuerung kann es sein, Kapitalflucht zu erschweren oder sicherzustellen, dass die im Inland gelegten stillen Reserven auch im Inland steuerlich erfasst werden. Sebastian, ich würde vielleicht dir gerne die erste Frage stellen. Wie viele Mandanten hast du denn, für die das Thema Wegzugssteuer tatsächlich relevant ist? Also das ist tatsächlich für sehr viele Mandanten extrem relevant, ja. Und vor allen Dingen ist aber der Wegzugssteuer so eine Sache, dass die meisten oder zumindest viele gar nicht realisieren, dass es die überhaupt gibt, oder wie die erhoben wird, oder auch, dass davon auch ausländische Beteiligung, Kapitalgesellschaften betroffen sind, wie da die Modalitäten sind. Also die meisten fahren da erstmal, wie gesagt, die fahren da erstmal aus dem Himmel, wenn die feststellen, oh mein Gott, jetzt ziehe ich um, ich habe da vielleicht nur eine kleinere Gesellschaft, von der ich gar nicht wusste, dass sie so viel wert ist angeblich. Und jetzt muss ich jede Menge Wegzugssteuer bezahlen. Für viele ist das natürlich ein ernstzunehmendes Hindernis, oder zumindest erscheint das ein ernstzunehmendes Hindernis, was den Umzug betrifft, oder zumindest was das jede Menge Kopfzerbrechen verursacht und möglicherweise Kosten, das Ganze irgendwie zu lösen oder die Wegzugssteuer zu bezahlen. Aber
auf jeden Fall war es natürlich was dringend angegangen werden muss, bevor man dann tatsächlich umzieht, weil das hinterher alles dann zu machen ist doch schwierig. Wir haben auch Mandanten, die sind einfach umgezogen, haben das nicht realisiert und mussten dann hinterher, dann bluten, sagen wir es mal so, ja. Also deswegen, das ist natürlich laufend hier ein Thema und jetzt natürlich auch brandaktuell, weil zum 1.1. nächsten Jahres wird ja die Wegzugsteuer, je nachdem wie man es sieht, verschärft oder vereinfacht. Es ist keine Stundung mehr möglich, wenn man innerhalb der EU umzieht, was ja doch viele genutzt haben bisher. Und insofern, ja, das ist natürlich ein brandaktuelles Thema für viele, auch was jetzt die Umzugsspannung anbelangt. Wenn es also ein Unternehmer ins Ausland zieht, ob ins EU-Ausland oder auch in die USA, ist es interessant zu klären, ob man in jedem Fall steuerpflichtig ist, was die Wegzugsteuer anbelangt. Michael erklärt uns also einmal genau, was man unter einer Wegzugsteuer verstehen kann und was dabei beachtet werden sollte. Also ich glaube, ganz wichtig ist am Anfang, das ist keine eigene Steuerart, ja, sondern wir reden über Einkommensteuer. Okay. Ja, es geht um die Einkommensteuer von Privatpersonen. Ja, die können dann natürlich unternehmerisch tätig sein, aber trotzdem fällt ja für diese natürlichen Personen eben Einkommensteuer an. Und wenn man von Wegzugsteuer spricht, dann ist das genauer gesagt die Einkommensteuer auf Wertsteigerungen in Anteilen an Kapitalgesellschaften. Also das ist das, was man unter klassischer Wegzugsbesteuerung versteht. Das ist ja der Normalfall. Wenn man eine solche Beteiligung verkaufen würde, dann wäre der Gewinn eben in Deutschland einkommensteuerpflichtig. Und in der Wegzugssituation ist es eben so, dass Deutschland dann sagt, naja, wenn dann die Person in einem anderen Staat lebt, dann erwächst mir ein Konkurrent um den Fiskalzugriff, nämlich der andere Staat. Und dann sagt Deutschland, dann möchte ich an der Grenze die Wertsteigerungen, die bis dahin erwirtschaftet sind, also bis zum Zeitpunkt des Wegzugs eben abgreifen, bevor der andere Staat mir Konkurrenz macht. Das ist ganz vereinfacht gesagt, das, worum es geht. Okay. Sebastian, du hast ja schön gesagt, viele Mandanten wissen gar nicht, dass es diese Wegzugsbesteuerung gibt. Was brandgefährlich ist aus meiner Sicht an dieser Steuer, ist allein schon die Begriffsbezeichnung Wegzug. Man denkt, man unterliegt dieser Steuer nur, wenn man wegzieht. Eigentlich geht es streng genommen um den Wegzug der Beteiligung. Und die Beteiligung kann nicht nur wegziehen, indem der Beteiligungsinhaber selbst lebend umzieht, sondern das kann auch stattfinden, indem die Beteiligung über die Grenze geschenkt wird, oder indem der Beteiligungsinhaber in Deutschland verstirbt und die Beteiligung über die Grenze vererbt. Ja, also das ist eigentlich noch viel schleichender, dieser Prozess. Deshalb hier bitte aufpassen. Ja. Vielleicht wird da auch noch ein bisschen klarer, Frank, welche weitere Perspektive du mit reinbringen kannst. Was sind es denn für Mandanten, die an dich kommen, oder was für typische Fälle, wo du sagen würdest, okay, hier wird die Wegzugsteuer jetzt relevant? Ich würde sagen, grob könnte man unterscheiden zweierlei. Einmal sind es diejenigen, die sich in Deutschland aus verschiedenen Gründen nicht mehr so wohlfühlen und über wirklich eine Verlagerung ihres gegenwärtigen Lebensmittelpunktes ins Ausland nachdenken. Das ist die eine Seite, aber vielleicht wollen die ja auch gar nicht weg, sondern wollen auch ihren Lebensabend hier verbringen. Das wäre die zweite Gruppe. Aber langfristig wird diese Beteiligung vielleicht ins Ausland gehen, weil Familie im Ausland ist. Wir sehen das bei Unternehmerfamilien, die immer internationaler werden, einfach dadurch, dass die Welt und die Kontinente näher zusammengerückt sind, die Wege kürzer sind, die Ausbildung internationaler sind. Da bleiben Familien auch einfach mal im Ausland, weil sie eine nette Kommilitonin kennengelernt haben oder aus anderen Gründen. Und dann wird diese Beteiligung langfristig ins Ausland gehen. Ja, ich denke, das sind so zwei Gruppen, die man vielleicht unterscheiden könnte. Ja. Genau, und was wir dann auch noch sehen, auch durch zunehmende Internationalisierung, es ist ja auch oft so, dass jetzt Personen zum Beispiel ein Arbeitsangebot haben aus dem Ausland oder auch in der Unternehmensgruppe arbeiten und dann Auslandsaufenthalte notwendig werden, die dann mitunter auch länger sein können. Auch das ist etwas, was potenziell eine Notwendigkeit hervorruft, zu prüfen, ob die Wegzugsteuer eben ausgelöst würde oder nicht. Daraufhin lenkt Sebastian das Gespräch darauf, wann eine solche Besteuerung überhaupt relevant ist. Ich glaube, nach meinem Verständnis ist es so, es gibt ja zunächst mal doch ein Parameter ist, wie lange man schon in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig war. Momentan ist es, glaube ich, so, dass man 10 Jahre in seinem gesamten Leben
unbeschränkt steuerpflichtig gewesen sein muss. Ab nächstem Jahr wird es so sein, dass es 7 Jahre innerhalb der letzten 10 Jahre waren. Korrekt? Das zum alten Recht, das ist richtig. Mindestens 10 Jahre ist es bislang noch, ja, bis Ende 21. Und ab 22 wird es dann so sein, 7 innerhalb der letzten 12. Ah ja, 7, okay. Also 7 innerhalb der letzten 12. Wir haben ja Mandanten, die sind zum Beispiel, die kommen aus dem Ausland, sind gar keine deutschen Staatsbürger, kommen aus dem Ausland, leben in Deutschland, gründen dann Unternehmen, ziehen dann wieder zurück. So, wenn die jetzt zum Beispiel nur 5 Jahre da waren, dann sind die davon nicht betroffen, egal nach neuer oder nach alter Regelung. Ja. Genau. Da ist zum Beispiel eine interessante Frage, und das haben wir immer wieder, gerade heutzutage mit den ganzen Start-up-Gründern. Was passiert, wenn jemand im Ausland studiert zum Beispiel oder so, zählt dann diese Zeit noch in Deutschland als unbeschränkt steuerpflichtig oder nicht? Ja? Hat also nie gearbeitet in Deutschland, studiert zum Beispiel dann, lebt zwar in Deutschland, wächst auf, geht dann zum Studieren ins Ausland, kommt nach Deutschland zurück, war der in der Zeit des Studiums in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig oder nicht? Ja? Genau, ja, das kommt eben darauf an, ob während der Studienzeit eben entweder ein Wohnsitz in Deutschland aufrechterhalten würde, ja. Also wenn das jetzt zum Beispiel ein Studium in den USA ist, wo ich dann halt nur ganz selten in Deutschland bin, wäre es wirklich dann eben eine Wohnung erforderlich in Deutschland, ja, auf die man eben dann Zugriff hat immer. Und, weil den gewöhnlichen Aufenthalt wird man dann ja nicht in Deutschland haben. Ne? Also vereinfacht gesagt, es gibt 2 Anknüpfungspunkte für unbeschränkte Steuerpflicht, entweder ein Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland. Und gewöhnlicher Aufenthalt heißt ja schon, dass ich eigentlich, das ist auch eine vereinfachte Betrachtung, aber dass ich mal mindestens 6 Monate dann auch in Deutschland leben muss. Und wenn das nicht der Fall ist durch Studium, dann würde es vor allem darauf ankommen, hat die Person noch eine Wohnung in Deutschland. Aber wenn ja, dann ist sie auch nur mit der Wohnung unbeschränkt steuerpflichtig. Gut, also das heißt, wenn jetzt jemand mit 20 Deutschland verlässt für 3 Jahre, um zu studieren, dann kommt zurück und baut dann ein Unternehmen auf für weitere 5 Jahre und will dann wieder ins Ausland gehen, dann ist er de facto unter Umständen schon 8 Jahre in Deutschland und nicht 5. Und dann würde er auch möglicherweise dort dann bei der neuen Regelung wäre er dann betroffen von der Wegzugsteuer. Also ist schon mal der erste Punkt. Der erste Frage, der ist schon mal, trifft es überhaupt auf mich zu, weil ich jetzt unbeschränkt steuerpflichtig bin in Deutschland oder nicht und auch gewesen bin für einen gewissen Zeitraum in den letzten Jahren. So. Und dann ist natürlich die Frage, was habe ich? So jetzt ein anderer Parameter ist nach meinem Verständnis ja, die Wegzugbesteuerung gilt für Beteiligung und Kapitalgesellschaften von mindestens 1% im Inland oder im Ausland. Ja. Das heißt also, auch ausländische Gesellschaften sind betroffen. Ja. Aber zum Beispiel nicht betroffen wären jetzt, wenn ich jetzt ein Einzelunternehmen hätte oder an einer Personengesellschaft beteiligt bin. Das ist korrekt. Da muss man dann aber jetzt noch wie folgt ergänzen. Die Wegzugsteuer in Bezug auf Anteile an Kapitalgesellschaften, in der Tat, da setzt es voraus, dass ich eine Beteiligung habe von 1% oder mehr. Allerdings muss ich diesen Prozentsatz nicht unbedingt im Moment des Wegzugs noch haben, sondern es reicht, dass ich innerhalb der letzten 5 Jahre eine derartige Beteiligung hatte. Also es gibt ja auch Fälle, wo die dann schrumpft, wird was verkauft wegen mir oder etwas, ja, oder es gibt eine Kapitalerhöhung in der GmbH und ich werde verwässert. Also es reicht aus, wenn ich innerhalb der letzten 5 Jahre 1% oder mehr am Stammkapital im Fall einer GmbH beispielsweise beteiligt war. Das mal zu dem Punkt. Und was du danach gesagt hattest, dass die Wegzugsteuer nicht für Einzelunternehmen oder Personengesellschaften gilt, das ist richtig. Wobei man natürlich aufpassen muss, auch dort gibt es Hürden dann, wenn ich Deutschland verlasse. Das ist die sogenannte Entstrickung, da kommen wir vielleicht auch noch dann später zu. Auch da kann ich mir nicht einfach, ich kann nicht einfach sagen, naja, ich habe keine Kapitalgesellschaftsanteile, also habe ich mit dem Wegzug keine Probleme. Das geht so auch nicht. Um ein bisschen Klarheit in diese Thematik zu bringen, wird nun einzeln auf Begrifflichkeiten wie Einzelunternehmer und Kapitalgesellschaft eingegangen. Genau, weil wenn ich zum Beispiel ein Einzelunternehmen habe, habe ich ja einen Betrieb in Deutschland und da ist natürlich auch so, solange der Betrieb in Deutschland eben eine Betriebsstätte eben in Deutschland liegt, dann hat Deutschland das Besteuerungsrecht. Wenn aber solange die Betriebsstätten in Deutschland bleiben, passiert auch nichts.
Aber wenn eben Vermögen der Betriebsstätte ins Ausland verlagert wird oder die Betriebsstätte in Deutschland aufgegeben wird, dann ist natürlich auch da in Deutschland noch die Werte bis dahin zu versteuern. Und hieße das dann übertragen genommen auf jetzt die Kapitalgesellschaft zum Beispiel, dass wenn ich jetzt, ich meine, ich könnte ja ins Ausland umziehen und die Kapitalgesellschaft läuft ganz normal in Deutschland weiter, meine GmbH läuft ganz normal weiter, ich habe meine Angestellten, ich lebe im Ausland, die Kapitalgesellschaft, ich bezahle dann Einkommensteuer im Rahmen der Wegzugsteuer. Ja. So, und wenn ich dann aber auch noch den Betrieb ins Ausland verlagern würde, dann würde es nochmal zusätzlich zur Besteuerung kommen, was dann aber nichts mit Wegzugsteuer zu tun hat, korrekt? Das ist korrekt, weil das betrifft eben unterschiedliche Ebenen. Die Wegzugsteuer betrifft eben die Beteiligung, den Anteil und nicht das Vermögen des Unternehmens selbst, ja, also der GmbH in diesem Fall. Also betrifft mich in gewisser Weise die Wegzugsteuer. Genau, den Gesellschaftsherr. Betrifft mich, ja. Genau. Wenn ich dann aber danach entscheide, zum Beispiel auch die GmbH soll selbst ihren Sitz ins Ausland verlegen. Oder Fälle, die wir auch häufig sehen, da werden dann Geschäftsführer dann auf einmal installiert, die gar nicht in Deutschland leben. Das ist dann auf Ebene der Gesellschaft ein Problem, ja, wenn es dazu führt, dass der Ort der Geschäftsleitung der Gesellschaft ins Ausland verlagert wird. Na, weil da gibt's dann die Entstrickungsthematik. Okay, ich merke schon, ich spreche mit 3 Experten im Steuerrecht. Ich würde es gerne noch ein bisschen plastischer machen und vielleicht drauf eingehen, was ist denn Besteuerungsgrundlage, um es mir konkreter vorstellen zu können, wenn ich jetzt irgendeine Firma habe im Bereich Onlinehandel, was weiß ich, Küchenzubehör, habe zuletzt einen Umsatz von 1 Million gemacht, steigender Gewinn, 500.000 pro Jahr, entscheide mich jetzt wegzuziehen. Was ist die Besteuerungsgrundlage, worauf muss ich mich einstellen? Können wir das vielleicht mal durchsprechen? Frank, vielleicht kannst du dort was zu sagen. Die Besteuerungsgrundlage wären die Anteile des Gesellschafters an dieser GmbH, also die GmbH-Geschäftsanteile. Das heißt, wenn mir die GmbH, wenn ich alleiniger Gesellschafter wäre, dann sind das alle Geschäftsanteile, also je nachdem, wie die aufgeteilt sind. Da müssen wir jetzt nicht zu sehr ins Gesellschaftsrecht reingehen. Ja, das ist entweder ein Geschäftsanteil oder 25.000 oder je nachdem, wie die halt strukturiert ist, diese GmbH. Aber es geht dann um die Geschäftsanteile. Genau, ich kann da noch vielleicht so ergänzen, weil das auch häufig, also es ist das Thema Bewertung hier, über das wir am Ende reden. Ja. Also wenn wir die Wegzugsteuerkonstellation haben, also ich habe einen Anteil an der GmbH größer 1% und gehe weg, dann ist die Bemessungsgrundlage für die Steuer ist der Verkehrswert der Beteiligung, die ich habe. So, das ist die Frage, wie ermittle ich den Verkehrswert? Da hat das Gesetz sozusagen eine Reihenfolge von Bewertungsmethoden, sieht das vor. Und relevant wäre zum Beispiel erstmal, wenn es eine Referenztransaktion innerhalb des letzten Jahres gegeben hat. Also Beispiel, ein anderer Gesellschafter hat seinen Anteil verkauft an einen Dritten. Dann würde man diesen Kaufpreis zum Beispiel heranziehen, um den Wert abzuleiten. Ja. Wenn es keine dieser sogenannten Referenztransaktionen gegeben hat innerhalb des letzten Jahres, dann würde das Finanzamt eine Bewertung vornehmen und da gibt es dann auch verschiedene Bewertungsverfahren, aber ganz runterbrechen kann man das auf das sogenannte vereinfachte Ertragswertverfahren, was das Finanzamt dann durchführen würde. Und da kann man vereinfacht sagen, das ist der Durchschnitt der Gewinne, würde ich das mal sagen, ja, also Jahresüberschüsse der letzten 3 Jahre. Da gibt's dann natürlich Abschläge, Zuschläge, ja, das ist nicht ganz so einfach dann im Detail, aber grob kann man sich so am durchschnittlichen Jahresergebnis eben orientieren, gemittelt über die letzten 3 Jahre. Und dann ist im Gesetz der Faktor 13,75 vorgesehen. So. Und das heißt, sind durchaus dann ordentliche Beträge. Und was ich von diesem Verkehrswert dann eben abziehen kann, sind meine Anschaffungskosten für die Anteile. Und das, was da übrig bleibt, wäre dann die Bemessungsgrundlage für die Steuer. Ja, und jetzt kann man ja sehen, wenn man zum Beispiel sagt, man hat 100.000 Euro als durchschnittlichen Jahresüberschuss gehabt. Was ja jetzt noch nicht wahnsinnig viel wäre. Was nicht wahnsinnig viel ist, und das mal 13,75, dann ist man schon, korrigiert mich, 13 ist das schon 1,375 Millionen, oder? Ja, korrekt. Ja.
So, und dann habe ich vielleicht Anschaffungskosten. Ja, wenn ich nur das Stammkapital eingezahlt habe und ein bisschen Notarkosten hatte, dann wird das nicht viel sein. Ja, daher dann wird das über 1 Million sein und damit bin ich dann eben auch bei den höchsten Einkommensteuersätzen. Ne? Dann reden wir ja dann 42-45% plus Soli im Moment noch. Da werden gut und gerne mal überschlagen 400.000, 500.000 etwa dann fällig, wenn ich Deutschland verlassen möchte. Genau. Und wird da dann nicht das sogenannte Halbeinkünfteverfahren verwendet oder wo kommt das? Das hilft uns sozusagen hier an der Stelle. Ja, das ist ja immer so bei Anteilen an Kapitalgesellschaften. Es kommt dann darauf an, ob man die Anteile an der Kapitalgesellschaft, die werden ja in dem Fall in der Konstellation der Wechselsteuer privat gehalten. Und dann laufe ich ins Teileinkünfteverfahren rein. Das heißt, dass 60% des Gewinns eben dann mit diesen 42-45% versteuert werden. Das heißt, im Ergebnis bin ich dann am Ende so bei 27-28%. Okay, das heißt, ich hätte jetzt, wenn wir zum Beispiel jetzt mal hier annehmen, wir haben jetzt das Beispiel von gerade eben 1,375 Millionen, da würden dann also 400.000, was wir eben gesagt haben, dann anfallen. Ja? Und die würde ich dann erklären mit der Einkommensteuererklärung für das Jahr, in dem ich Deutschland verlassen habe und auch dann bezahlen, oder wann wären die fällig? Wann wäre der Betrag fällig? Ja, genau. Also der Wegzug ist letztlich ein Vorgang, der in der Einkommensteuererklärung angegeben wird in dem Jahr, in dem ich weggehe. So, wenn das jetzt zum Beispiel noch wenn der Umzug jetzt noch in 21 stattfindet, dann reden wir über die Einkommensteuererklärung für 21. Ja, und wenn man jetzt mal alle Fristen ausschöpft und das auch über einen Steuerberater einreicht, dann hätte man ja bis im ersten Quartal 23 Zeit. So. Und ich würde sagen, es gibt jetzt auch keine Verpflichtungen von sich aus vorher irgendwelche Vorauszahlungen anzupassen oder so, ja, sondern dann gibt's dann eben den Einkommensteuerbescheid fürs Jahr 21 und da wird dann eine Wegzugsteuer auch dann eben als Teil der Einkommensteuer drin sein. Und es sei denn eben, man kann, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, man hat keine Möglichkeit gehabt, eine der Stundungsmöglichkeiten und so weiter in Anspruch zu nehmen, weil es ist ja jetzt nach altem Recht noch sehr viel besser, das Regime, dass man eben die Steuer sehr, sehr lange stunden kann. Aber auch nach dem neuen Recht wird es ja so sein, dass die Steuer nicht immer sofort komplett fällig wird, ne, sondern man das dann eben in 7 Jahresraten bezahlen kann. Michael, du hattest angesprochen, dass es ja dann zur Ermittlung der Steuerlast am Ende eigentlich eine Bewertungsfrage ist. Vielleicht können wir da noch drauf eingehen. Was ist jetzt der Fall, wenn ich entweder ein glaubwürdiges Wertgutachten vorlegen kann, das gegebenenfalls einen niedrigeren Wert von dem Gewinn darstellt, oder Variante B, das Unternehmen zum Verkauf ausschreibe und anhand der eintreffenden Angebote den Wert ermitteln möchte? Sieht der Gesetzgeber hier Möglichkeiten vor? Ja, also dazu, genau, kann man Folgendes sagen. Wenn es da ein Wertgutachten gibt, was auf Basis eines anerkannten Bewertungsverfahrens, da gibt es ja auch nicht unbegrenzt viele, erfolgt ist, dann ist das auf jeden Fall erstmal beachtlich. Ja? Also ich habe auch schon Fälle erlebt dann, dass die Finanzämter die Bewertung dann angegriffen haben, die in den Wertgutachten standen. Also es kann sein, dass die das auch nochmal sagen wir mal, versuchen zu widerlegen. Und dann würde man aber mit dem Finanzamt auch über Bewertungen streiten in einem Einspruchsverfahren. Über Klageverfahren ist es auch denkbar. Aber im Grundsatz ja, wenn es zum Beispiel IDWS-1-Gutachten ist, das ist so ein anerkanntes Verfahren, dann ist das auf jeden Fall beachtlich. Ja. So, und der zweite Punkt, also auch da ja, das sind ja Marktvorgänge, wenn ich jetzt von fremden Dritten allerdings, von fremden Dritten verbindliche Angebote habe, die würden auf jeden Fall auch aussagekräftig sein, ja, definitiv. Denn man muss ja auch betonen, und ich denke, es ist hier noch wichtig, das kurz zu sagen, selbst wenn ich jetzt in den letzten 3 Jahren eine positive Gewinnsituation hatte, eine steigende Gewinnsituation hatte, es kann ja sein,
dass das saisonal war oder dass bestimmte Dinge passiert sind, warum es nicht mehr so sein kann. Also ich meine, diese Bewertungsmethode hat ja auch ihre Grenzen. Ja, also ich meine, also deswegen, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Also da müsste man sich fragen. Also wir hatten schon Mandanten, wie gesagt, denen haben auf einmal chinesische Mitbewerber den Markt abgegraben. Ja, und auch wenn das positiv lief in den letzten Jahren, auf einmal lief es nicht mehr positiv. Ja, also das kann sich schnell ändern manchmal. Ja. Also absolut. Deshalb ist ja auch dieser gesetzliche Multiplikator, den ich eben nannte, von 13,75 so gefährlich. Ja, weil das ist natürlich eine ganz starke Vereinfachung, die der wirklichen Geschäftsentwicklung überhaupt nicht Rechnung tragen muss. Und daher gibt es durchaus eben auch Streitfälle mit dem Finanzamt, wie dann zum Beispiel Sondereffekte im Geschäftsablauf zu berücksichtigen sind und so weiter und so fort. Ja, also deswegen müsste man im Grunde jeden sagen, der davon betroffen ist. Also man sollte auf jeden Fall mit einem Gutachter oder Rechtsanwalt oder Steuerberater sprechen, um zu sehen, ob eine alternative Bewertung, die dem aktuellen Tagesgeschehen entspricht, Sinn macht, ja, als eher so eine historische Bewertung. Und grundsätzlich kann man ja sagen, wenn das Finanzamt die Bewertung so akzeptiert, ja, dann war es wahrscheinlich zu hoch, ja. Weil ein bisschen Diskussion wird es immer geben, ja, wenn man nicht zu viel bezahlen will. Daraufhin leite ich das Gespräch zu den Neuerungen, die Ende des Jahres auf uns zukommen werden. Sebastian, du hattest mir von Mandanten erzählt, die jetzt aus Angst vor einer rot-rot-grünen Koalition auf Bundesebene oder vor Angst vor einer Corona-Vermögensabgabe sowieso mit dem Gedanken gespielt haben, Deutschland zu verlassen. Aber unabhängig von allen politischen Situationen, die gerade in Deutschland sind, ist die Wegzugsteuer durchaus in den Medien momentan vertreten. Warum? Weil eine sehr große Änderung, wir hatten es jetzt schon mehrfach angesprochen, ab 1.1.22 gilt. Vielleicht könnt ihr mal ein Bild zeichnen, was sich denn jetzt verändert, was sehr neu ist im Vergleich zu dem, was wir bis Ende des Jahres noch als geltendes Recht haben. Der große Vorteil nach dem alten Recht war ja, dass bei Wegzügen innerhalb der EU und richtigerweise muss man sagen, auch zum Beispiel in die Schweiz, weil es ja ein Freizügigkeitsabkommen gibt zwischen der EU und der Schweiz, muss man eigentlich die Schweiz dazu nehmen. Das sehen Finanzämter teilweise anders, aber da gibt es ja Rechtsstreitigkeiten auch vor Gerichten gegen. Also und das sehe ich auch kritisch, dass die Finanzämter die Schweiz anders behandeln wollen. Deshalb würde ich sagen EU oder Schweiz. Dann konnte man ja die Steuer dauerhaft stunden lassen, und zwar bis man den Anteil wirklich verkauft, was dann 20, 30 oder 40 Jahre dauern konnte. Ja, das war ja der Vorteil nach dem alten Recht, dass man so lange eine Stundung bekommen hat, bis man einen Zahlungseingang durch den tatsächlichen Verkauf hatte. Und diese Option ist im neuen Recht nicht mehr gegeben. Ja? Wobei man sagen muss, dass es fraglich ist, ob diese neue Gesetzgebung so europarechtskonform ist. Ich bin mir sicher, da wird es wieder Rechtsstreitigkeiten zu dieser Frage geben. Ja, weil jetzt hat gerade im letzten Jahr 2020 auch das Finanzgericht in Baden-Württemberg eine Entscheidung gefällt und gesagt, dass es in jedem Fall so sein muss, dass wir eine liquiditätsschonende Stundungsmöglichkeit haben. Ja, also leider ist es jetzt so, dass mit dem neuen Recht erstmal die Finanzämter eine derartige unbefristete Stundung nicht geben werden. Und man muss dann darum kämpfen, ja, durch Klage. Das war ja so zinslose Stundung, unbefristet und ohne Sicherheitsleistung. Genau. Recht mit Zinsen auf 7 Jahre und in aller Regel soll diesem Stundungsantrag nur gegen Sicherheitsleistung entsprochen werden. Ja? Genau, jetzt haben wir ja gerade eben interessanterweise erwähnt, das Thema Rechtsstreitigkeiten. Also muss ja sagen, es wurde ja auch die Stundung letztlich nur eingeführt, die Stundung im aktuellen Recht, nachdem das vom Europäischen Gerichtshof als unrechtmäßig befunden wurde. Ja, habt ihr eine Erklärung dafür, warum das jetzt wieder versucht wird, hier so ein Modell durchsetzen, was wir ja im Grunde schon mal hatten und dann im Grunde wieder abgelehnt wurde?
Ja, dazu kann ich ein bisschen Hintergrundinfo noch geben. Also der Punkt ist ja, damals hatte der EuGH gesagt, es muss eine unbefristete und zinslose Stundung ohne Sicherheitsleistung geben, damit Menschen, die wegziehen, nicht anders behandelt werden als Leute, die im Inland wohnen bleiben. Also es ist ein Gleichbehandlungskriterium, ja, oder Erfordernis. Und vor dem Hintergrund hatte der EuGH gesagt, es ist eben Verstöß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, wenn Menschen anders behandelt werden, die ins Ausland gehen. So. Und aber für den deutschen Fiskus ist diese unbeschränkte, also zeitlich unbeschränkte Stundungspflicht sozusagen aus Sicht des Staates natürlich nicht angenehm, weil es Steuerannahmen mindert. Und darum hat man auf Ebene des Bundesfinanzministeriums dann eben gesagt, naja gut, wenn die Gerichte sagen, wir verstoßen gegen den Gleichheitssatz, dann können wir ja als Folge daraus auch einfach sagen, dann behandeln wir alle schlecht. Ja. Das ist letztlich die Idee gewesen, dass man gesagt hat, jetzt unterscheiden wir oder wir behandeln ja jetzt nicht mehr nur die innerhalb der EU bleiben, anders als Drittstaatenfälle, sondern ist ja egal, wo man hinzieht, alle werden gleich behandelt, aber damit haben sie meiner Meinung nach die Vergleichspaare vertauscht. Weil der EuGH damals ja nicht gesagt hat, das Problem war, dass Leute, die nach Frankreich, also innerhalb der EU gehen, anders behandelt werden als Leute, die in die USA gehen, sondern das Vergleichspaar war ja Leute, die aus Deutschland weggehen und Leute, die in Deutschland bleiben. Und das Thema haben wir ja heute immer noch. Ja, es würde ja weiterhin so bleiben, dass Menschen, die sich gegen einen Wegzug entscheiden, hätten das Problem nicht. Ja, und daher erwarten auch alle, ja, alles übertrieben, aber halt, wenn man mal so in die Literatur guckt, sehr, sehr viele erwarten, dass es auch da wieder Rechtsstreit geben wird. Weil es ist so, nach dem neuen Recht, und das auch nicht nur, weil du sagtest, dass eben gibt es eine Stundung nur, wenn man wegkommt. Das ist so, wenn man wegkommt, entfällt die Steuer sogar. Also gibt es auch, wenn man wegbleibt. Aber es ist eben so, dass ich nicht eine unbefristete Stundung bekomme, sondern ich bekomme nur einen Ratenplan. Quasi, ich muss die Steuer in 7 Jahresraten zahlen. Und das kriege ich auch nur gegen Sicherheitsleistung nach dem neuen Recht. Ja, das heißt, 1/7 wird dann jedes Jahr zu zahlen sein. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Rechtsstreitigkeit. EU und Rechtsstreitigkeit hört sich jetzt nicht nach einem sehr einfachen Verfahren an. Also ich meine, selbst wenn das jetzt als rechtlich nicht haltbar sich am Ende herausstellt, ist jetzt nicht zu erwarten, dass wir bereits Mitte 22 dazu eine Entscheidung vorliegen haben werden. Oder wie schätzt ihr das ein? Ja, also es ist so, ich glaube, was ganz gut ist, dass im Jahr 2020 hat er jetzt zum ersten Mal ein deutsches Finanzgericht entschieden und gesagt, dass es diese unbefristete Stundung geben muss. Und dieses Verfahren liegt gerade vor dem BfH. Ja? Und jetzt ist es natürlich schwierig zu prognostizieren, wann wird der BfH entscheiden. Aber wenn der BfH entschieden hat, werden wir auf jeden Fall eine größere Rechtssicherheit haben. Also man muss dann, glaube ich, nicht sofort davon ausgehen, dass man bis zum EuGH gehen muss. Sondern ich erwarte mir eigentlich, dass man jetzt schon auf der nationalen Ebene durch den Bundesfinanzhof da eine Äußerung bekommen wird. Aber das wird wahrscheinlich auch noch 1-2 Jahre dauern, um ehrlich zu sein. Ne? Aber jetzt für unsere, was ja auch wichtig ist für unsere Zuhörer, aber wenn ich jetzt von Anfang an plane, nur vorübergehend zum Beispiel ins Ausland zu gehen, sowohl nach alter und nach neuer Rechtsprechung, und ich kann das belegen, also ich habe tatsächlich eine Rückkehrabsicht, ja, dann muss ich ja die Steuer auch nicht bezahlen, oder? So, genau. Das ist ein komplett anderes Regime. Das ist das sogenannte, der vorübergehende Wegzug. Der in der Tat ist anders zu behandeln. Da habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, naja, wenn ich die Rückkehrabsicht zur Zufriedenheit des Finanzamts am Anfang belegen kann, dann muss ich auch nicht diese Raten schon vorauszahlen, ja, sondern dann wird quasi gesagt, diese Jahresraten, die können dann eben entfallen, wenn eben plausibel gemacht wurde, dass da eine Rückkehrabsicht besteht. Und da kann ich vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen, wie man das am besten macht. Wichtig ist aber, es kann immer noch sein, dass zumindest eine Sicherheit verlangt wird dann, ja. Weil es ist natürlich, das Finanzamt würde dann vertrauen auf die Rückkehr und im Vertrauen darauf
auch diese Teilbeträge noch gar nicht erheben. Ja. Und das ist jetzt dann nicht ausgeschlossen, dass dann auch gesagt wird, naja, dann wollen wir zumindest mal eine Sicherheit sehen. Sebastian hat hier noch eine Frage zur weiteren Besteuerung nach einer Rückkehr. Vielleicht noch eine kurze Frage, was die Rückkehr anbelangt. Heißt es, wenn ich dann also sagen würde, also ich komme wieder zurück nach 3 Jahren, dass ich dann in der Zeit in Deutschland weiter unbeschränkt steuerpflichtig bin, oder hat es damit nichts zu tun? Ja, also es sind ja durchaus, das ist ja das, was vielleicht auch nochmal eine wichtige Information ist. Ich kann ja die Wegzugsteuer auslösen, obwohl ich weiterhin in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bin. Das ist ja durchaus denkbar. Weil ist ja möglich, dass ich zum Beispiel einen Wohnsitz in Deutschland behalte, aber einfach meinen gewöhnlichen Aufenthalt in Frankreich habe. Dann würde die Wegzugsteuer greifen. Ja, weil ich bin zwar weiterhin unbeschränkt steuerpflichtig, trotzdem würde Deutschland das Besteuerungsrecht dann eben auf der Doppelbesteuerungsebene mit Frankreich verlieren, weil der gewöhnliche Aufenthalt das stärkere Anknüpfungsmerkmal ist als der Wohnsitz. Ja? Und entscheidend für die Frage, ob die Steuer dann durch Rückkehr entfällt, ist, ob Deutschland wieder das Besteuerungsrecht erhält. Das heißt, ich müsste in dem Fall dann auch den gewöhnlichen Aufenthalt wieder in Deutschland haben. Also das heißt genau, also für jemanden, der jetzt zum Beispiel, sage ich jetzt mal, sei es jetzt im eigenen Familienunternehmen zum Beispiel mal ins Ausland geht für ein paar Jahre, um da mal Erfahrung zu sammeln, oder auch jemand, der jetzt nur temporär als Expat geht und zufällig noch an einer Familienkapitalgesellschaft beteiligt ist oder sowas, solange ich das gewisserweise zufriedenstellend belegen kann, dass Deutschland wieder unbeschränkt steuerpflichtig ist und möglicherweise, jetzt hast du gerade gesagt, Sicherheitsleistung muss ich auch noch leisten, dann könnte ich der Sache sozusagen entkommen. Also entkommen wäre sie halt nicht fertig, sagen wir es mal so. Es ist richtig, dann würde dann in dem Moment, wo die Rückkehr nach Deutschland dann stattfindet, die Steuer dann endgültig entfallen. Und für den Fall dann, dass schon ein Teilbetrag vorausgezahlt werden musste, würde der erstattet. Und im Idealfall musste ich aber nicht mal eine Teilleistung zahlen, sondern habe nur eine Sicherheit gegeben vielleicht. Die wird dann eben freigegeben. Und das war's. Das ist richtig. Und da wäre aber meine Empfehlung, dem, was ich so erlebt habe bis jetzt, dass man möglichst zeitnah zum Wegzug das auch schon dem Finanzamt anzeigt und dann auch schon die Gründe nennt, warum das vorübergehend sein soll. Weil es ist immer eine schlechtere Position, wenn ich erst dann abwarte, bis ich die Steuererklärung für das Jahr abgebe. Das kann ja mehr eben über ein Jahr später sein. Und dann gucken die sich das an. Und wenn ich erst dann mit dem Argument komme, ja, ich will ja eigentlich wiederkommen, dann sind Finanzämter oft weniger geneigt, das auch wohlwollend zu glauben. Ja, sondern es ist dann nach meiner Erfahrung besser, möglichst zeitnah zum Wegzug einfach einen Brief zu schreiben und zu sagen, ja, es wird jetzt ein neuer Wohnsitz auch gegründet in einem anderen Staat, aber das ist nur vorübergehend etwa, weil es gibt dort einen befristeten Arbeitsvertrag oder was es dann eben für Gründe geben kann. Ja, das sind betriebliche Gründe im Familienbetrieb. Die sind aber zeitlich überschaubar und werden vielleicht 1 Jahr oder 2 Jahre dauern. All diese Dinge sollte man möglichst zeitnah, darüber sollte man informieren. Ja, weil es ist ja eine innere Tatsache, eine Absicht. Das ist ja immer auch hat immer was mit Glaubhaftigkeit zu tun und Glaubwürdigkeit. Und es gibt oder gab auch Gerichtsentscheidungen, wo dann erst ganz spät überhaupt zum ersten Mal angesprochen wurde, dass das nur vorübergehend gewesen sein soll. Und das ist dann schwer, dass einem das geglaubt wird, ja. Obwohl man ja seine Meinung ändern kann, ja. Man kann ja sagen, es gefällt mir so gut hier, aber das gefällt mir nicht hier. Ja, gut, aber wichtig es ist ja volatil möglicherweise. Ja, aber wichtig ist ja auch, so steht es ja auch im Gesetz, ich muss ja eine Rückkehrabsicht schon von Anfang an haben. Ja. Und die darf auch nicht wegfallen. Ja. Ja, das ist schon, es kommt ja auf den Zeitpunkt des Wegzugs an, ob in dem Moment eine Rückkehrabsicht besteht. Wir sprechen gerade über den Faktor Zeit. Diese Möglichkeit, die Steuer durch Rückkehr zum Erlöschen zu bringen, die besteht nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern dafür gibt es Fristen. Also bisher war das ja eigentlich nur relevant, wenn man ohnehin nicht im EU-Ausland verzogen ist, oder dorthin weggezogen ist, sondern außereuropäisch. Da meine ich, galt die 5-Jahresfrist. Wenn das nicht stimmt, Michael, korrigiere mich bitte. Und künftig wird das so sein, dass diese Frist 7 Jahre beträgt. Auf Antrag kann die nochmal verlängert werden um 5 Jahre, sodass man insgesamt
12 Jahre wegbleiben kann, wenn man dann rechtzeitig zurückkehrt und über diesen Zeitraum die Rückkehrabsicht aufrechterhalten und, was wir gerade besprochen haben, das dann auch entsprechend beleg- und nachweisbar ist, dokumentiert, dann kann man es zum Erlöschen bringen. Ja? Ja, das ist absolut richtig. Also jetzt unter dem neuen Gesetz wird es in der Tat so sein, der Grundsatz ist, ich muss innerhalb von 7 Jahren eben zurückkehren. Ja, und innerhalb dieser 7 Jahre muss man auch aufpassen, dass man natürlich auch den Anteil nicht verkaufen. Aber es dürfen auch keine Gewinnausschüttungen oder die einen gewissen Wert übersteigen, dürfen auch nicht stattfinden. Also man muss dann auch in diesen 7 Jahren vorsichtig sein, was passiert, ja, in der GmbH. Und diese 7-Jahresfrist, die kann man dann auf Antrag einmal verlängern lassen um 5 Jahre. Allerdings natürlich nur, wenn die Absicht zur Rückkehr unverändert fortbesteht. Dann gehen wir darauf ein, welche Möglichkeiten existieren, um eine Wegzugsteuer zu minimieren oder sogar ganz zu vermeiden. Wir hatten vorhin schon über Personengesellschaften gesprochen, dass die der Wegzugsteuer gegebenenfalls die Unternehmer dort nicht unterliegen. Kann ich jetzt als Unternehmer nicht einfach sagen, okay, wenn ich das perspektivisch vorhabe, wandle ich mein Unternehmen jetzt noch in eine KG um? Genau, also es gibt die Möglichkeit zu sagen, dass der Anteil an dem Unternehmen in eine deutsche Betriebsstätte überführt wird, um das mal untechnisch und als Oberbegriff zu nennen. Dieser Formwechsel wäre eine Variante. Ja? Man muss aber nicht unbedingt aus der GmbH eine Personengesellschaft machen. Man könnte auch überlegen, die GmbH-Anteile einfach in eine Schwesterpersonengesellschaft zu übertragen. Das ist im Prinzip dann dasselbe Ergebnis. Also dazu muss man sagen, zum einen muss man dann sehr genau schauen, dass dieser Vorgang, der Übertragungsvorgang oder der Formwechsel keine Steuer auslöst, weil auch das muss man dann prüfen. Zum Beispiel auch wenn Anteile an GmbHs bewegt werden, muss man auch zum Beispiel sehen, wenn da Grundstücke im GmbH-Vermögen sind, kann ja auch die Anteilsübertragung Grunderwerbsteuer auslösen. Auch das wird man berücksichtigen müssen. Aber der Grundsatz ist ja, wenn die Anteile dann zu einer deutschen Personengesellschaft beispielsweise gehören, dann bin ich so gesehen aus dem Regime der Wegzugsteuer erstmal raus, wenn, und jetzt kommt die ganz wesentliche Punkt und ein ganz wesentlicher Begriff, die GmbH-Anteile dieser deutschen Betriebsstätte funktional zuzuordnen sind. Das ist der Schlüssel. Und das ist auch leider ein Bereich, der nicht so einfach ist zu erfüllen, weil man kann vereinfacht sagen, dass das, was die Personengesellschaft dann macht, die muss einen eigenen Betrieb haben. Das kann keine reine Holding sein, sondern da muss wirklich Umsatz gemacht werden, da muss Personal sein. Und dann muss es auch eine Verpflichtung geben, sozusagen von den Geschäftsmodellen, dass man sagt, naja, das, was in der GmbH passiert, hat auch vom Betriebsablauf eine Verknüpfung mit dem, was in der Personengesellschaft passiert. So, das ist nicht so einfach zu begründen. Und in Fällen, die wir haben, mussten wir das mit den Finanzämtern durch verbindliche Auskünfte erstmal klären. Also das ist nicht einfach. Also es dürfte diese Personengesellschaft darf keine Briefkastenfirma sein, sagen wir mal, sondern das muss richtig mit Leben gefüllt werden. Ja, und es muss irgendwie zum Beispiel immer so sein, dass ja zum Beispiel Entwicklung in der Wertschöpfungskette von der einen Gesellschaft gemacht und dann die nächsten von der anderen oder dass die eine Kunden bringt. Und es muss irgendwie eine ökonomisch sinnvolle Verknüpfung geben zwischen den Gesellschaften. Eine Ergänzung aus einer anderen Perspektive, weil ich finde, das hat sehr geholfen, Michael. Ich erinnere mich an unseren Vortrag, den du in Hamburg gehalten hast, das sehr schön dargestellt hast. Weil es ist ja häufig so, Personengesellschaft, da denkt man nimmt eine GmbH dazu, macht eine GmbH und KG und dann hat man die gewerbliche Prägung und dann ist diese Gesellschaft gewerblich und damit sind alle Einkünfte gewerblich und damit bin ich in diesem betrieblichen Bereich und alles wunderbar. Wenn ich das richtig verstanden habe, reicht diese gewerbliche Prägung nicht, sondern ich brauche in der KG eine originäre gewerbliche Tätigkeit. Die muss etwas machen. Ja, das würde ich unbedingt so empfehlen, dass man eine wirklich eigene betriebliche Tätigkeit auch in der KG hat. Also so eine reine Holding wird das nicht leisten können. Ergibt sich daraus schon ein zeitlicher Rahmen, den ich sozusagen dafür benötige, oder ließe sich das auch in kurzen Zeitraum entsprechend darstellen? Naja, das Thema ist, dass diese Rechtsfragen natürlich von Finanzämtern gewürdigt werden und der Steuereffekt
kann ja dann enorm sein. Deshalb will man ja Rechtssicherheit haben und sagen, wenn ich jetzt die Mühe mache, dort einen Betrieb zu installieren in einer Personengesellschaft, dann soll das auch bitte die Wegzugsteuer definitiv vermeiden. Und die Schwierigkeit ist hier eben, dass man das in den allermeisten Fällen nur mit verbindlicher Auskunft diese Sicherheit bekommen wird. Und eine verbindliche Auskunft des Finanzamts, da habe ich ja das Problem, dass ich mit der Umsetzung der Reorganisation sozusagen erst beginnen kann, wenn die Auskunft erteilt wird. Also das Finanzamt wird nicht mehr über bereits abgeschlossene Sachverhalte eine Auskunft erteilen, sondern da muss man warten. Und mittlerweile ist im Gesetz geregelt, dass diese Auskünfte innerhalb von 6 Monaten zu erteilen sind. Aber es gibt schon viele Fälle erlebt, wo das deutlich länger gedauert hat. Aber auch Fälle, wo es deutlich schneller ging. Ja, aber das wird man, diese Zeit wird man mit einkalkulieren müssen. Ja, und dann wird man sich ja auch überlegen müssen, wie lange man braucht, um diese operativen Prozesse in der KG auch aufzusetzen mit dem Personal und so weiter. Also das ist schon viel Aufwand und, glaube ich, geht nicht von heute auf morgen. Weil der Antrag auf verbindliche Auskunft ja auch entsprechend substantiiert sein muss. Da kann ich nicht einfach irgendeinen Sachverhalt pinseln, sondern wenn ich das ganz wichtig mache, würde ich auch entweder entsprechende Entwürfe für die Verträge oder schon laufende Verträge würde ich da auch als Anlage beifügen. Ja, genau, das ist wichtig. Das ist richtig und da muss man ja auch sehen, auch diese Auskünfte sind nicht kostenfrei. Ja, die Rechtsanwälte werden dafür eine Gebühr nehmen und das Finanzamt auch. Ja, also das ist gedeckelt. Im Moment so bei knapp 120.000 Euro, wenn der Streitwert, also die Steuer, um die es geht, 30 Millionen betrifft, hat man diesen Höchstwert erreicht. Teurer wird es dann nicht mehr. Aber das ist ja jetzt auch kein kleiner Betrag. Deshalb der Aufwand ist schon groß, um diese Lösung umzusetzen, um die Wegzugsteuer zu vermeiden. Das heißt, dass es hier auf vermeintliche Details ankommt, die aber bei der Bewertung eine große Rolle spielen. Andere Möglichkeit wäre ja zu sagen, man überträgt es an eine nahestehende oder nicht an eine natürliche Person, ja, also was weiß ich, einen Verwandten oder sowas. Was müsste ich dann berücksichtigen? Schenkungssteuer und solche Dinge, aber was wäre dann relevant? Genau, also das ist in der Tat auch ein Modell, was viele wählen. Die verbinden das mit der Nachfolgeplanung, dass man sagt, ja, ich hatte ohnehin vor, dass die nächste Generation jetzt in die Unternehmensleitung übergeht, ja. Und dann kann man darüber nachdenken, die GmbH-Anteile zum Beispiel an ein Kind zu schenken. Das ist denkbar. Da stellt sich dann natürlich die Frage, was ist mit der Schenkungssteuer? Und da ist es ja aber so, dass auch nach der Reform in 2016 der Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer ist ja sozusagen dasselbe Gesetz, ja, dass es auch nach der Reform 2016 Möglichkeiten gibt, die Übertragung von GmbH-Anteilen von der Schenkungssteuer zu befreien. Ja, vereinfacht gesagt, muss ich entweder selbst 25% halten oder wenn ich eine kleinere Beteiligung habe, dann müsste man sich mit anderen durch eine sogenannte Poolvereinbarung zusammenschließen, wo dann eben eine gemeinsame Ausübung von Stimmrechten vereinbart wird. Also da kann man dann nicht mehr frei entscheiden, sondern muss sich mit anderen abstimmen. Aber dann kann man erreichen, dass die im Pool befindlichen Personen zusammengerechnet werden und dass dann jemand, der zum Beispiel nur 5% hat, so gesehen wird, als hätte er 25% an der und dann auch die Steuerbefreiung für die Übertragung von GmbH-Anteilen in Anspruch nehmen kann. Ja? Also diese Prozentschwelle ist wichtig und dann kommt es auf das Vermögen an, das innerhalb der GmbH dann vorliegt. Wenn die GmbH über betrieblich gebundenes Vermögen verfügt, dann ist diese Übertragung gut möglich. Ganz vereinfacht gesagt, wenn da viel liquides Vermögen, Wertpapiere, Konten, Kontoguthaben, das ist das sogenannte Verwaltungsvermögen, das wird nicht steuerfrei übertragbar sein. Also es kommt dann auf die Vermögenszusammensetzung in der GmbH an. Ja. Mhm. Und die dritte Schwelle, also das erste Thema ist die Beteiligungshöhe von 25% oder Poolvereinbarung, dann Vermögenszusammensetzung in der GmbH und das dritte ist, wie werthaltig ist die GmbH? Weil seit der Reform 2016 gibt es diese Steuerbefreiung ohne weiteres eigentlich nur für Werte bis 26 Millionen Euro pro Beschenktem.
Ja, also ich kann das natürlich dann auf Kinder aufteilen, wenn ich mehrere habe. Aber es gibt eben jetzt diese 26 Millionen Schwelle. Und wenn es Mehrwert ist, dann kommen weitere Komplikationen dazu, um ehrlich zu sein. Dann schmilzt die Steuerbefreiung, wird dann weniger. Oder man hat dann, was man dann noch versuchen kann, ist darzulegen, dass der Beschenkte nicht vermögend genug ist, um die Steuer überhaupt zu zahlen. Aber das wird dann jetzt vielleicht zu weit führen. Ja. Aber es gibt da Möglichkeiten, GmbH-Anteile steuerfrei zu übertragen. Aber auch das wird man sich sehr genau ansehen müssen. Dann sind sie halt die Geschäftsanteile auch. Dann sind sie verschenkt, dann sind sie bei jemand anderem. Möglicherweise ist man ja auf die Dividenden als Erträge auch noch angewiesen. Die Gestaltung, die dann häufig gewählt wird, ist dann der Niesbrauch vorbehalten. Ja? Kann man ja vielleicht auch anwenden, weil man nicht in die Betriebsvermögensverschonung hineinkommt, in die erbschaftssteuerliche, um den Wert zu reduzieren. Der Niesbrauchwert wird ja abgezogen. So, und wenn ich als Niesbraucher ins Ausland ziehe, dann ist das keine Besteuerungsgrundlage für die Wegzugsbesteuerung. Ja? Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, das klingt interessant. Ja. Weitere Möglichkeit, wie sah es zum Beispiel mit einer Stiftung aus? Hätte es irgendwelche Vorteile gegenüber dem vorherigen Modell übertragen an eine natürliche Person? Das ist ein gleichgelagertes Thema. Wie gesagt, geschenkt ist geschenkt. Und wenn ich eine natürliche Person schenke, einen Menschen aus Fleisch und Blut, der hat meistens auch einen eigenen Kopf und ein eigenes Herz. Und was der mit dem Vermögen macht, wenn ich den Schenkungsvertrag nicht super kautelar gestaltet habe, das ist seine eigene Entscheidung. Und die Stiftung ist eine sehr schöne Möglichkeit, um hier eine Einflussnahme auf den Fortgang des Vermögens und seine Verwaltung und den Umgang mit den Erträgen eben vorzubereiten. Bei der Stiftung ist es so, ich habe ja im Schenkung- und Erbschaftssteuerrecht, das setzt ja an bei den Verwandtschaftsverhältnissen. Wenn ich an natürliche Personen übertrage, haben vorweggenommene Erbfolge, ich denke das erstmal an Abkömmlinge, da bin ich ja wunderbar in Steuerklasse 1 und ja, diesen ganzen anderen Themen. Bei der Stiftung ist es so, das ist eine juristische Person, mit der bin ich nicht verwandt. Ja, die ist grundsätzlich mal in Steuerklasse 3. Aber vielleicht bevor wir überhaupt zu den Steuerklassen kommen, auch bei einer Übertragung auf eine Stiftung gelten natürlich diese Betriebsvermögensverschonungen, die Michael jetzt gerade ausgeführt hat, die gelten hier genauso. Aber der Charme ist eben, die Stiftung ist eine juristische Person, die hat keine Gesellschafter, keine Eigentümer, keine Mitglieder, sondern die bleibt in Deutschland. Bisher war es sogar möglich, dass eine Stiftung auch, also eine rechtsfähige Stiftung auch umziehen kann. Das wird jetzt nach der Stiftungsrechtsreform, ob das so geht, kann man auch drüber streiten, aber es ist zumindest vorgesehen, dass eine Stiftung nicht mehr ins Ausland ziehen darf. Ja, die wird sie nämlich aufgelöst von der Stiftungsbehörde. Also, was ich sagen will, ist, die Stiftung ist ein schönes Vehikel, um Vermögen dauerhaft zu perpetuieren. Das nicht heißt, dass man das nicht auch flexibel gestalten kann, das kann man auch machen. Aber es ist auf jeden Fall ein nicht sterbender und nicht wegziehender Gesellschafter. Und das sind eigentlich die Ebenen, die Kriterien, die Wegzugssteuer auslösen, und die kann man damit sehr schön vermeiden. Es müsste aber eine deutsche Stiftung sein. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich mache eine Stiftung in Liechtenstein oder so und verwende die. Es müsste eine deutsche Stiftung sein, weil das Besteuerungsrecht des deutschen Fiskus muss ja erhalten bleiben. Korrekt. Dann erklärt uns Dr. Frank Schuck, wie es sich gestalten würde, wenn man eine Gesellschaft in eine Gemeinnützigkeit überführt. In der Gemeinnützigkeit, also wenn wir mal an eine rechtsfähige Stiftung denken, eine gemeinnützige, rechtsfähige Stiftung als steuerbegünstigte Körperschaft im steuerlichen Sinne, dann bin ich aus der Schenkung und Erbschaftsbesteuerung bin ich auch raus. Da habe ich eine Befreiung. Was da hineingeht, geht Schenkung und Erbschaftssteuer frei hinein. Ich habe dann allerdings in der gemeinnützigen Körperschaft habe ich dann allerdings die Regeln der Gemeinnützigkeit einzuhalten. Ja, also Erträge des Vermögens für mich selbst geht auch noch bis zu einer gewissen Grenze. Da gibt es eine sogenannte Drittelregelung, 1/3 der Überschüsse aus der Vermögensverwaltung an den Stifter und seinen nächsten Angehörigen. Das geht bis zur Enkelgeneration für einen, so steht es in der Abgabenordnung, für einen angemessenen Unterhalt zugewendet werden. Ob das so zweckmäßig ist, wenn man dann irgendwie im Finanzamt darüber streiten muss, ob der Unterhalt angemessen ist oder nicht,
ist so die Frage. Aber auch hier kann man sich helfen, indem man einer gemeinnützigen Körperschaft Vermögen substanziell überträgt, auch unter Niesbrauchvorbehalt. Das geht auch. Dann hat man auch noch Erträge aus dem Vermögen. Ja? Gemeinnützige Körperschaften, das müssen nicht unbedingt nur Stiftungen sein. Da könnte man zum Beispiel auch an eine GmbH denken, wobei man dann natürlich wieder die Frage stellen muss, wer ist Gesellschafter dieser GmbH? Ja? Denn das unterscheidet Stiftung und GmbH. GmbH hat Gesellschafter. Ja? Also wenn ich das ist dann vielleicht eine interessante Folgefrage, die man vielleicht in einem Folgebeitrag auch vertiefen könnte zur Gemeinnützigkeit. Was ist denn, wenn der Gesellschafter einer GmbH ins Ausland zieht? Da gibt es, meine ich, eine Verlautbarung von den Finanzbehörden aus Baden-Württemberg, dass die Geschäftsanteile an einer GmbH eigentlich, das ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff, mit dem Buchwert, bin mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall mit dem Wert des Stammkapitals eigentlich nur zu bewerten sind. Das heißt, wenn ich ein Milliardenunternehmen habe in einer GmbH, sind die Anteile daran eigentlich nichts wert, weil die Gemeinnützigkeit eben sozusagen Dividendenverbot führt. Da dürfen ja keine Ausschüttungen stattfinden nach oben. Das Vermögen ist ja gebunden. Also das vielleicht noch als Alternative. Zu der Gemeinnützigkeit. Ein Irrglaube, der vorherrscht gegen die Gemeinnützigkeit als Lösung, ist, dass wenn einmal das Vermögen in der Gemeinnützigkeit ist, dass es da auch nie wieder rauskommt. Genauso bei einer Stiftung auch. Das ist so nicht ganz richtig. Man kann durchaus Möglichkeiten vorsehen, sowohl bei einer rechtsfähigen Stiftung als auch bei einer gemeinnützigen Körperschaft, das Vermögen dort auch wieder rauszunehmen. Das muss man sich zwar steuerlich mit entsprechenden Fristen und Folgewirkungen zwar sehr genau ansehen, aber es gibt Möglichkeiten, auch das Vermögen aus einer Stiftung wieder rauszuholen an den Stifter, ohne die Stiftung aufzulösen. Auch das kann man machen. Aber so gesehen könnte man durchaus mal drüber nachdenken, ob die Gemeinnützigkeit, vielleicht etwas salopp formuliert, so etwas Schönes ist, ein Parkplatz sein kann in Deutschland, die deutsche Gemeinnützigkeit für einen Auslandsaufenthalt, der sonst in der Wegzugsbesteuerung führen würde. Sehr interessant. Ja, klingt sehr interessant. Ja, ich glaube, wir können festhalten, also es gibt durchaus denkbare Fälle, in denen ich der Wegzugsteuer nicht unterliege. Sie haben, glaube ich, alle gemeinsam, dass es auf die Details drauf ankommt, dass sie genau geplant werden müssen und dass ich in der Regel auch Unterstützung dabei brauche, wenn ich gewillt bin, einen solchen Weg zu gehen. Jetzt wollen wir vielleicht nochmal den Blick etwas ins Ausland schweifen lassen und uns auch nochmal um Anti-Tax-Avoidance kümmern und sagen, wie ist es denn im Ausland? Gibt es jetzt überall in der EU die Wegzugsteuer oder wie handhaben andere Länder das? Genau, wir hatten jetzt ja in den letzten Jahren hier ATAD 1 und ATAD 2 und dort ist ja überall eigentlich die sogenannte Exit-Tax mit berücksichtigt. Allerdings, und das ist ja eigentlich auch ganz interessant, denn die Bundesregierung beruft sich ja eigentlich darauf, dass sie jetzt die Wegzugsteuer infolge der ATAD geändert hat. Mein Verständnis ist, dass ja eigentlich ATAD sich nur auf Betriebsvermögen beschränkt. Also auf Deutsch Exit-Tax würde dann da Entstrickung sein. Hat ja eigentlich mit der Wegzugsteuer jetzt, also für, sagen wir mal, für Privatvermögen eigentlich nichts, hat damit nichts zu tun. Ja. Und in den meisten Ländern, nach meinem Verständnis, gibt es keine Wegzugsteuer nach deutschem Modell. Natürlich, es gibt manche Staaten, wo das vorhanden ist, aber in den meisten Ländern gibt es nicht. Und auch jetzt mit der ATAD, wie gesagt, ist jetzt überall Entstrickung zwar eingeführt, aber Wegzugsteuer deswegen nicht. Ja, also das kann ich so bestätigen. Also ATAD hätte jetzt nicht vorausgesetzt, dass man die Wegzugsteuer in Deutschland verschärft. Also im Sinne der sagen wir mal, Besteuerung von Wertsteigerungen in GmbH-Anteilen, die ich privat halte. Das würde ich auch so sehen. Und die Angleichung haben wir vor allem im betrieblichen Bereich. Das ist das, was ich eben sagte, wenn man dann zum Beispiel den Ort der Geschäftsleitung eines Betriebes, einer GmbH ins Ausland verlegt. Das ist das, was mit ATAD gemeint ist, ja, oder was ATAD ansprechen will. Und die klassische Wegzugsteuer, also in Deutschland als klassische Wegzugsteuer bezeichnete in Besteuerung der Wertzuwächse in GmbH-Anteilen von Privatpersonen, das gibt es jetzt nicht flächendeckend. Ja, das gibt es in bestimmten Ländern, aber nicht flächendeckend in der EU beispielsweise. Aber was, glaube ich, hier nochmal interessant ist in dem Kontext, ist, und eben, da haben wir am Anfang kurz drüber gesprochen, also nur
wenn man jetzt zum Beispiel selbstständig ist, ja, und das Einzelunternehmen und ins Ausland umzieht, das Einzelunternehmen sozusagen mitnimmt oder hier auflöst, dann ist es eben nicht so, dass man dann hier einfach so, ich sage jetzt mal, ungeschoren davonkommt, ja, weil dann kommt es eben, und das ist ja jetzt praktisch EU-weit dann zur sogenannten Entstrickung oder Exit-Tax, wo ich dann zumindest hier sozusagen auf eine fiktive Veräußerung des Betriebsvermögens dann Steuern zahlen muss. Korrekt. Ja, absolut. Das ist völlig korrekt. Ja, das ist beispielsweise auch im Körperschaftssteuergesetz geregelt für den Fall, dass ich eine GmbH habe. Ja, das ist und die GmbH dann eben wegzieht. Das ist im Einkommensteuergesetz geregelt, wenn ich einen Einzelbetrieb habe oder Selbstständiger bin mit einem Betrieb und ins Ausland gehe. Sozusagen die in Deutschland erwirtschafteten Wertsteigerungen im Betrieb, die will Deutschland dann nochmal in der letzten Sekunde vor dem Grenzübertritt versteuern. Das ist wichtig. Und wird dabei jetzt nur, ich sage jetzt mal, harte Assets herangezogen für die Bewertung oder sind da auch so, sage ich jetzt mal, mehr so weiche Faktoren da mit dabei, wie jetzt, Goodwill, Markenwert oder so? Absolut. Da wird ja letztlich der Verkehrswert auch des Unternehmens dann ermittelt. Okay, also das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, für jeden, der ins Ausland umzieht, auch wenn er nicht an einer GmbH oder anderweitigen Kapitalgesellschaft beteiligt ist und ein Einzelunternehmen hat, was werthaltig ist möglicherweise. Ich meine, gut, wenn jetzt jemand vermutlich einfach nur, ich sage jetzt mal, Freelancer ist und dann wird es wahrscheinlich das keine Rolle spielen, aber bei allen anderen Dingen möglicherweise schon. Also das heißt, man kann sich die in Sicherheit wiegen, nur weil man jetzt ein Einzelunternehmen hat. Ja, absolut. Dann muss man nämlich in der Situation dann sicherstellen, dass in Deutschland eine Betriebsstätte, also eine Niederlassung, verbleibt, damit Deutschland das Besteuerungsrecht behält für die Assets, die dieser Betriebsstätte zuzuordnen sind. Nur dann ist man sicher. Also ich denke, für mich von meiner Seite her, es war sehr informativ. Also ich bin restlos alle Fragen geklärt. Sehr schön. Okay, dann bleibt mir an dieser Stelle erstmal nur zu sagen, vielen Dank, Frank, vielen Dank, Michael, für eure sehr kompetenten Aussagen. Es war wirklich hochinformativ für dieses hochrelevante Thema gerade. Ich glaube, unsere Zuhörerschaft ist sehr interessiert an den Ausführungen, die ihr hier gemacht habt. Vielleicht könnt ihr noch mal genauer sagen, wie man euch erreichen kann, wenn man eure Beratung in Anspruch nehmen möchte. Dann könnten wir die zumindest auf YouTube dann einblenden oder ansonsten in den Shownotes auch eure Kontaktdaten verlinken. Also ich arbeite im Münchner Büro von Nöhr und wir haben natürlich auch eine Website und da findet ihr unsere Kontaktdaten und auch nochmal ein Querschnitt, was wir so anbieten an Leistungen für die Mandantschaft im Bereich Familienunternehmen und Private Clients, neben dem Steuerrecht, über das wir heute schwerpunktmäßig gesprochen haben und über Nachfolge- und Stiftungsthemen hinaus. Ja, dem schließe ich mich gerne an. Ich bin im Berliner Büro von Nöhr tätig und ich glaube, am besten kann man da die Kontaktdaten über die Website von Nöhr abrufen. Ja, da kann man dann entweder nach dem Namen suchen oder auch nach der Praxisgruppe Tax and Private Clients, würdet ihr mich finden. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart für dieses interessante Thema. Euch alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns nochmal hören, vielleicht zu einer zweiten Folge, die sich daran anschließt. Es gibt bestimmt noch relevante Themen, die wir in dieser Runde besprechen können. Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank euch. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.